Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit Twitch Geld verdienen könnt. Twitch ist eine reine Streaming-Plattform. Nutzer können sich kostenlos anmelden, Spiele spielen und sich zuschauen lassen. Das geht über Spielkonsolen oder den Computer. Twitch ist 2011 gestartet und hat sich seitdem zur beliebtesten Gaming-Plattform entwickelt. Auf Twitch lassen sich Gamer finden, die einfach zum Spaß spielen, aber auch echte Profis, sowie Gamer, die beim Spielen den Schwerpunkt auf Comedy legen und ihre Zuschauer unterhalten. Es ist möglich, den Gamern zu folgen, um immer die neuesten Updates zu sehen und ein Live-Video zu kommentieren. Außerdem können Zuschauer einen Betrag als Dankeschön oder Belohnung spenden, welcher direkt an den Gamer geht. Um ein Video dauerhaft zu speichern, kann man sie automatisch, nachdem sie gestreamt wurden, bei YouTube hochladen, da YouTube bei Twitch integriert ist. Wie du mit diesen Möglichkeiten Geld verdienen kannst, zeigen wir dir jetzt. Auf Twitch kannst du durch eine Twitch-Partnerschaft mit Affiliate-Marketing, Spenden, kostenpflichtigen Abos oder Sponsoring Geld verdienen. Doch damit das funktioniert, brauchst du erst einmal eine hohe Reichweite. Dazu hier ein paar Tipps. Wenn du schon YouTuber, ein Profispieler oder ein geborener Entertainer bist, hast du bereits gute Chancen, auf Twitch erfolgreich zu werden. Doch das reicht natürlich noch nicht aus. Erfolgreiche Streamer brauchen vor allem ein dickes Fell, denn auf Twitch sind Beleidigungen leider an der Tagesordnung. Wer damit nicht umgehen kann, hat auf Dauer schlechte Karten. Qualität ist das Erste, womit du dich schon vor dem Stream beschäftigen solltest. Dafür benötigst du die passende Ausrüstung. Dabei solltest du vor allem auf ein gutes Mikrofon Wert legen. Wenn die anderen Menschen lange zuschauen sollen, muss es sich auch gut anhören und am besten auch gut aussehen. Deshalb brauchst du auch eine gute Kamera. Bei den vielen Streamern auf Twitch musst du schon direkt am Anfang Wert auf diese Dinge legen, um nicht sofort in der Masse unterzugehen. Mach dir Gedanken darüber, welche Art von Streamer du sein möchtest und bleibe dem treu. Wenn du weißt, wer du auf Twitch sein möchtest, dann kannst du herausfinden, welche Zielgruppe du hast. Bist du ein Entertainer und sprichst eher junge Leute an, dann überlege, welche Uhrzeit für junge Menschen die sinnvollste ist und sei dann nicht plötzlich ganz still und seriös beim Stream. Mach dir eine Liste von den erfolgreichen Streamern, die genau deine Zielgruppe als Zuschauer haben. Analysiere ihre Videos und ihr Verhalten. Lies dir auch die Chats durch. Hier findest du oft wichtige Kritik, die du beherzigen kannst. Mit diesem Wissen solltest du nun deine Uhrzeiten und dein Verhalten gemäß deiner Zielgruppe anpassen. Außerdem brauchst du einen Zeitplan, an den du dich hältst. Deine Zuschauer brauchen eine Regelmäßigkeit und müssen sich auf dich verlassen können. Je mehr du streamst, desto besser, aber übernimm dich nicht, um deine Anzahl der Streams pro Woche auch langfristig beizubehalten. Überlege dir also eine realistische Zahl und halte dich daran. Als nächstes überlege dir, was dein Wiedererkennungswert sein könnte. Es reicht nicht aus, nur lustig zu sein, denn das sind viele. Du brauchst etwas, mit dem du aus der Masse herausstichst. Das kann ein bestimmtes Verhalten, ein Aussehen oder etwas sein, was du ständig sagst. Wenn etwas in einem Video besonders gut ankam, dann wiederhole es und bilde daraus eine Marke um dich herum. Wenn du schon eine gewisse Anzahl an Followern hast, dann binde sie mit ein. Antworte auf Kommentare, richte Gewinnspiele ein und werde kreativ, um eine Community aufzubauen. Um deine Follower auf dem Laufenden zu halten, solltest du außerdem Social-Media-Kanäle benutzen. Kündige deine Streams an, lade deine Videos auf YouTube hoch und zeige vor allem die Nähe zu deinen Followern. Je enger du mit ihnen in Kontakt stehst, desto eher werden sie dir etwas spenden und dich weiter verfolgen. Wenn du schon eine gewisse Reichweite hast, kannst du dich als Twitch-Partner bewerben. Dafür musst du ein paar Voraussetzungen erfüllen, die mit deiner Reichweite zu tun haben. Falls Twitch dich als Partner akzeptiert, schalten sie Werbung auf deinen Kanal. Pro 1000 Zuschauer erhältst du ca. $2 bis $5 und pro Stunde lassen sich 4 Werbeanzeigen schalten. Du siehst aber schon, dass du von diesem Geld nur profitierst, wenn du regelmäßig streamst und eine große Reichweite hast. Überlege dir also genau, ab wann du diesen Schritt gehen möchtest, um nicht deine Zuschauer schon ganz am Anfang mit Werbung abzuschrecken. Wenn sich das Geld noch nicht für dich lohnt, dann komm erst einmal ohne Werbung aus. Deine Zuschauer werden es dir danken. Wenn du schon eine sehr große Reichweite hast und echte Fans dir unbedingt zuschauen möchten, kannst du deinen Account als Partner auch kostenpflichtig machen. Den Verdienst an den Abokosten musst du dir jedoch leider mit Twitch teilen. Bei diesem Schritt solltest du unbedingt ein paar Exklusivrechte einbauen, damit auch deine Zuschauer von einem Abo profitieren. Das können Events oder Chatrechte sein. Eine andere Art, Geld zu verdienen, sind Spenden. Streamer spenden, wenn ihnen gefällt, was sie sehen und vor allem, wenn sie sehen, was ihnen versprochen wurde. Hier gilt wieder, bleib deiner Zielgruppe, deinem Verhalten und dem Aussehen treu, mit denen du einen Mehrwert und einen Wiedererkennungswert schaffst. Affiliate-Marketing kennst du bestimmt schon von anderen Plattformen. Indem du einen Link zu einem Produkt einbaust, verdienst du bei jedem darüber getätigten Kauf. Dazu musst du dich zum Beispiel beim Affiliate-Programm von Amazon anmelden, aber auch andere Plattformen bieten dir diese Möglichkeit an. Verlinke dein Lieblings-Headset, deine Spiele, deine Kamera und alles, was du deinen Zuschauern auch wirklich empfehlen kannst.
Achte dabei aber darauf, dass du auch wirklich begeistert von dem Produkt bist, um nicht unglaubwürdig zu wirken. Versuche auch nicht, deine Zuschauer zu einem Kauf zu überreden, sondern erwähne höchstens, wie sehr du dein Mikrofon liebst. Auch Sponsoring ist eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Falle jedoch nicht auf Fake-Nachrichten oder seltsame Angebote herein. Ein guter Sponsor wird erst auf dich aufmerksam, wenn du eine beträchtliche Reichweite hast. Wenn du die Produkte des Sponsors in deinen Videos trägst oder benutzt, bekommst du Geld vom Sponsor und das unabhängig von den Verkäufen. Du siehst, dass Twitch keine schnelle Möglichkeit ist, um reich zu werden. Für leidenschaftliche Gamer und Entertainer, die viel Zeit und Arbeit in Twitch stecken, ist es aber durchaus möglich, mit Twitch gut Geld zu verdienen und davon zu leben. Auch im Jahr 2021 ist der Zug noch lange nicht abgefahren, denn die Plattform wächst stetig weiter und immer noch schaffen es Newcomer an die Spitze. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr von uns erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.